And what I would say about the prince is he really understands trauma if they've had an experience where they've experienced pain and loss. Jahrelang hat die königliche Familie alles, was hinter den Mauern des Palastes passiert, unter Verschluss gehalten. Doch nun hat eine ehemalige Mitarbeiterin ihr Schweigen gebrochen. Im Alter von nur 35 Jahren hat sich ein ehemaliges königliches Dienstmädchen mit schockierenden Behauptungen über Prinz William gemeldet. Und sagen wir es mal so, es ist nicht das märchenhafte Bild, das der Palast Ihnen vermitteln will. Kurze Frage an Sie, sind Sie der Meinung, dass es königlichen Mitarbeitern erlaubt sein sollte, nach dem Ausscheiden aus ihrem Job offen zu sprechen, 1, oder sollten sie immer der königlichen Geheimhaltung treu bleiben, 0, lassen Sie es uns in den Kommentaren unten wissen. Was hat sie gesagt? Und warum schweigt der Palast darüber? Sadie Rice, ein ehemaliges königliches Dienstmädchen von 35 Jahren, hat endlich ihr Schweigen über Prinz William gebrochen. Und was sie enthüllt hat, ist schockierend schlimm. Die Frau, die einst in den heiligen Hallen der Cambridge-Residenz wandelte, hat sich mit einer Geschichte gemeldet, die in der königlichen Familie für viel Wirbel sorgt. Nach 2 Jahren im Dienste des zukünftigen Königs und seiner Familie hat die bisher erfahrene königliche Dienerin die harte Realität hinter den Palasttüren enthüllt. Die Antwort auf diese Frage offenbart eine Seite des königlichen Lebens, die der Palast lieber für sich behält. Anmer Hall, in der ruhigen englischen Landschaft gelegen, ist bekannt als das private und friedliche Zuhause von Prinz William und Herzogin Catherine. Mit 10 Schlafzimmern und weitläufigen Gärten ist es der ideale Rückzugsort für die Öffentlichkeit. Doch hinter den eleganten Mauern der königlichen Residenz spielte sich etwas ganz anderes ab. Etwas, das im Verborgenen blieb, bis ein ehemaliges königliches Dienstmädchen, jetzt 35 Jahre alt, beschloss, dass sie etwas sagen musste. Sadie Rices Kampf im Königshaus. Sadie Rice war 2 Jahre lang in Anmer Hall beschäftigt. Sie sorgte dafür, dass das Haus in einem tadellosen Zustand blieb, indem sie in aller Stille die großen Räume reinigte, das königliche Tafelsilber polierte, besondere Mahlzeiten zubereitete und das Haus instand hielt. Von außen betrachtet schien ihr Jahresgehalt von 35.000 Pfund für die Arbeit bei einer so bekannten Familie angemessen zu sein. Andererseits ist, wie das Sprichwort sagt, nicht alles Gold was glänzt. Und das gilt besonders, wenn es sich bei dem Gold um einen königlichen Haushalt handelt. Sadie war weit davon entfernt, ein typisches Mitglied des Haushaltspersonals zu sein. Bevor sie sich dem Team von Prinz William und Herzogin Catherine anschloss, hatte sie in den königlichen Haushalten Norwegens und sogar für Königin Elisabeth selbst gearbeitet. Sie war dort, bevor sie zu ihrem Team stieß. Da ihr Lebenslauf voller königlicher Verbindungen war, wäre sie eine ideale Ergänzung für den Haushalt von Cambridge gewesen. Zu ihrem Erstaunen musste sie feststellen, dass diese Rolle ihr eine Entscheidung abverlangte, die die Grundlagen ihrer Karriere auf den Kopf stellen würde. Die Realität der Arbeit für ein Königshaus ist in der Tat ganz anders, als es uns die Märchen glauben machen wollen. Es gibt weder einfache Lösungen noch magische Hilfsmittel. Stattdessen sieht man sich mit ständigen Anforderungen, hohen Erwartungen und einem Job konfrontiert, der das eigene Leben allmählich auffrisst. Da Sadie mit dieser herausfordernden Realität nicht zurechtkam, hatte sie schließlich keine andere Wahl als zu gehen. Dies markiert das Ende ihrer Reise. Eine Person, die dem königlichen Haushalt nahesteht, teilte mit, dass Sadie eine fleißige Arbeiterin ist, aber die Anforderungen ihres Jobs wurden zu viel für sie. Es ging nicht mehr nur darum, ein paar zusätzliche Zimmer abzustauben oder ein paar Teller mehr zu spülen, sondern die Arbeit war ein großes Unterfangen. Der Punkt war, dass sie jegliches Gefühl für persönlichen Raum und Zeit verloren hatte und dass ihre Arbeit ihr gesamtes Leben in Beschlag genommen hatte. Die ersten Anzeichen traten erst langsam auf. Ich habe hier zusätzliche Aufgaben und ich habe hier zusätzliche Stunden. Was als sporadische Anfragen begann, entwickelte sich schnell zu Erwartungen, die regelmäßig erfüllt wurden. In Anmer Hall gab es bereits eine Menge Arbeit zu erledigen. Das Einkaufen von Lebensmitteln, die Zubereitung von Mahlzeiten, die Reinigung und die Wäschepflege für ein Anwesen mit 10 Schlafzimmern sind alles andere als einfach. Dennoch bat die Familie um mehr Zeit im Kensington Palace, da sie sich auf ihren endgültigen Umzug nach London vorbereitete. Außerdem, so die Quelle weiter, wünsche man sich, dass sie mehr Zeit im Kensington-Palast verbringe und die Menge der Arbeit, die sie verrichte, werde immer größer. Die Bitte mag einfach erscheinen, aber sie musste ihr Leben komplett umstellen,
um den Anforderungen der königlichen Familie gerecht zu werden. Wenn sie mehr Zeit im Kensington-Palast verbrachte, blieb ihr weniger Zeit für sich selbst, ihre Bedürfnisse, ihre Beziehungen und ihr Leben im Allgemeinen. Sadie brauchte einige Zeit, um herauszufinden, wie sie es schaffen konnte. Sie ordnete ihren Zeitplan neu, erhöhte die Zahl ihrer Arbeitsstunden und überschritt die Grenzen dessen, was die meisten Menschen als angemessen ansehen würden. Trotzdem kommt irgendwann der Zeitpunkt, an dem selbst die engagierteste Mitarbeiterin zurückstecken und Grenzen setzen muss. Nach 2 Jahren im Dienst konnte Sadie Rice diesen Moment endlich erleben, laut dem Insider, der sein Mitgefühl für Sadies Situation zum Ausdruck brachte. Führte sie kein normales Leben außerhalb der Arbeit. Diese Aussage kann viel Licht auf die Aktivitäten werfen, die sich hinter verschlossenen Türen abspielten. Kein normales Leben zu haben, ist ein einfaches Wort, das eine Vielzahl verpasster Geburtstagsfeiern, abgesagter Verabredungen, aufgeschobener Träume und aufgegebener persönlicher Zeit umfasst. Was genau sind die Anforderungen, die ein Königshaus an seine Mitarbeiter stellt? Die Frage mag einfach erscheinen, aber die Realität ist wesentlich komplizierter und geht weit über die typische Beziehung zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern hinaus. Es reicht nicht aus, der königlichen Familie zu dienen, wenn man für sie arbeitet. Man überlässt ihnen die Kontrolle über bestimmte Aspekte des eigenen Lebens. In der Stellenbeschreibung wurde nie erwähnt, dass Sadies persönliche Zeit allmählich verschwindet. Es gab nie einen Hinweis darauf, dass die Grenzen zwischen Arbeits- und Privatzeiten immer mehr verschwimmen würden, bis sie schließlich fast nicht mehr vorhanden sind. Die Tatsache, dass sich ihr gesamtes Leben schließlich um die Anforderungen von Prinz William und Herzogin Catherine drehen würde, wurde durch diese Aussage in keiner Weise impliziert. Die üblichen Aufgaben waren schon schwer genug zu bewältigen. Die Auswahl der idealen Zutaten beim Lebensmitteleinkauf war notwendig, um Mahlzeiten für zukünftige Monarchen zuzubereiten. Kulinarische Fertigkeiten erfordern ein Verständnis für diätetische Vorlieben, die Möglichkeit allergischer Reaktionen und königliche Vorlieben. Bei der Reinigung ging es nicht nur um die Einhaltung der Hygiene, sondern auch um den Schutz wertvoller Besitztümer und historischer Artefakte. Beim Wäschewaschen musste sie Kleidungsstücke, die mehr wert waren als ihr Monatsgehalt, mit äußerster Sorgfalt behandeln. Darüber hinaus mussten all diese Aufgaben mit einem Hauch von Unsichtbarkeit erledigt werden, präsent genug, um zu helfen, aber abwesend genug, um nicht aufdringlich zu sein. Von den königlichen Bediensteten wird erwartet, dass sie an ihrem Arbeitsplatz unsichtbar sind, nur erscheinen, wenn sie gebraucht werden, und verschwinden, wenn sie nicht gebraucht werden. Die schwierigste Erwartung war unausgesprochen und nicht dokumentiert. Es wurde erwartet, dass ihre Loyalität über die Grenzen ihrer beruflichen Pflichten hinausgeht und auch persönliche Opfer einschließt. Es wurde erwartet, dass sie stets positiv reagiert, zuvorkommend ist und den Bedürfnissen der königlichen Familie Vorrang vor ihren eigenen Bedürfnissen einräumt. Obwohl an die königlichen Bediensteten zahlreiche Anforderungen gestellt werden, ist es wichtig, darauf hinzuweisen, dass sie auch in den Genuss mehrerer Vorteile kommen. Wenn sie sich das Vertrauen des Königshauses verdienen, werden sich ihnen zukünftige Möglichkeiten bieten. Das Prestige, in einem solchen Haushalt gedient zu haben, kann zu besseren Chancen in der Zukunft führen. Doch zu welchem Preis? Als die Forderungen immer lauter wurden, sah sich Sadie mit der Frage konfrontiert, wie sie darauf reagieren sollte. Sie traf eine Entscheidung. Der Lebenswandel von Sadie Rice und die Rolle des Dienstes in der königlichen Familie. Ein einziger Moment der Klarheit leitet jede bedeutende Lebensveränderung ein. Der Moment, in dem man sich bewusst wird, dass etwas geändert werden muss. Nachdem sie 2 Jahre lang für die königliche Familie gearbeitet hatte, erreichte Sadie Rice schließlich diesen Moment. Ihr Job nahm nicht mehr nur ihre Zeit in Anspruch, sondern beherrschte ihre Aktivitäten und ihr Leben vollständig. Ein Insider verriet, dass Sadie, und es scheint, dass nichts in der Lage sein wird, ihre Entscheidung zu ändern. Der Verlust ist für sie selbst zu tragen. Diese Worte erwecken den Eindruck, dass man sich bemüht hat, sie zum Bleiben zu überreden und dass mögliche Angebote gemacht wurden, um ihre Dienste zu erhalten. Manche Entscheidungen sind jedoch nicht verhandelbar. Bei bestimmten Entscheidungen geht es nicht um eine finanzielle Entschädigung oder Vorteile, sondern darum, das Verlorene zurückzugewinnen, wie Zeit, Freiheit und Identität. Eine solche Entscheidung kann auf keinen Fall einfach gewesen sein. Wenn Prinz William und Herzogin Catherine ihre Jobs aufgeben würden,
würden sie eine prestigeträchtige Position aufgeben, die viele Menschen als erstrebenswert ansehen würden. Es war eine Abkehr von der königlichen Welt mit ihrem Glamour und ihrer Geschichte. Ein Neuanfang war unumgänglich. Sadie behielt jedoch trotz allem, was geschehen war, die Fassung. In dem Moment, in dem sie beschloss zu kündigen, war sie weder wütend noch frustriert. Es war das Ergebnis einer ernsthaften Überlegung, bei der sie die Vorteile, die sie erhielt, mit den Nachteilen, die sie erlebte, abwog. Dieses Gleichgewicht ermöglichte es ihr, ihrem Privatleben endlich Vorrang vor allem anderen einzuräumen. Die Quelle fügte hinzu, dass sie über den Verlust von Sadie traurig sein werden, da es schwierig ist, die richtigen Leute zu finden. Sie war für den königlichen Haushalt aufgrund ihrer Beiträge äußerst wertvoll gewesen. Es war mehr als nur eine Schmeichelei. Es war die Anerkennung einer bekannten Tatsache in königlichen Kreisen. Die Suche nach kompetenten und gleichzeitig diskreten Mitarbeitern, die sich des empfindlichen Gleichgewichts bewusst sind, das im Dienst des Königshauses gewahrt werden muss, und die gleichzeitig angemessene Grenzen wahren, ist eine äußerst schwierige Aufgabe. Der Weggang von Prinzessin Charlotte war Berichten zufolge eine Quelle der Traurigkeit für Prinz George und Prinzessin Charlotte. Die Erwachsenen, die Kinder mit Fürsorge und Freundlichkeit behandeln, werden von den Kindern sofort wahrgenommen und in Erinnerung behalten. Die Tatsache, dass Sadie einen so tiefen Eindruck bei den Kindern hinterlassen hat, zeigt nicht nur, wie geschickt sie in ihrem Beruf war, sondern auch, was für ein Mensch sie war. Sie hat ihr Leben dem Dienst an anderen gewidmet. Einfach ausgedrückt, was bedeutet es, ein Diener des Königshauses zu sein? Wenn wir von außen auf die Welt blicken, haben wir das Bild einer Welt voller Glanz und Privilegien vor Augen, in der wir mit den mächtigsten Menschen in Kontakt kommen und beobachten können, wie Geschichte geschrieben wird. Sadie begann zu erkennen, dass die Realität wesentlich komplizierter und anspruchsvoller ist. Sadies typischer Tag beginnt, bevor die königliche Familie aufwacht, und dauert bis lange nach deren Pensionierung. So sieht ihr Tag aus. Es war möglich, dass sie den Morgen damit begann, das Frühstück vorzubereiten, dafür zu sorgen, dass die Küche mit frischen Zutaten bestückt war und die Mahlzeiten für den Tag zu planen. Dann begann der Reinigungsprozess. Es handelt sich nicht um die oberflächliche Reinigung, die die meisten von uns in ihren Häusern vornehmen, sondern um die akribische Liebe zum Detail, die für königliche Residenzen typisch ist. Es war nicht so einfach, die Wäsche in eine Waschmaschine zu werfen, um die Wäsche fertig zu waschen. Bei sehr schweren Kleidungsstücken war eine sorgfältige Sortierung, eine spezielle Temperatureinstellung für jede Stoffart und die richtige Art des Aufhängens und Bügelns der Kleidungsstücke erforderlich. Beim Lebensmitteleinkauf war es notwendig, nur die hochwertigsten Produkte, die neuesten Fleischstücke und die idealsten Zutaten auszuwählen, wobei die Vorlieben und Gewohnheiten der königlichen Familie absolut diskret behandelt werden mussten. In der Zeit, in der diese Aufgaben erledigt wurden, gab es unvorhergesehene Anfragen, Änderungen in letzter Minute und besondere Vorbereitungen für Gäste oder Veranstaltungen. Ohne Rücksicht auf die Aufgaben, die sie vielleicht schon erledigt hatte, musste sie sich sofort um jede einzelne Anforderung kümmern. Dabei musste sie stets die Ruhe bewahren, durfte keine Anzeichen von Stress oder Ermüdung zeigen und durfte sich nicht von persönlichen Problemen von ihrer Arbeit ablenken lassen. Sadies Rolle in der emotionalen Arbeit der königlichen Familie. Sadies Kompetenz war nicht das Einzige, was sich die königliche Familie zunutze machte. Sie nutzten auch ihre emotionale Arbeit, ihre Fähigkeit, die Fassung zu bewahren, sich zu amüsieren und unabhängig von den Umständen effektiv zu arbeiten. Nachdem sie von ihrem Amt zurückgetreten war, sagte Sadie Berichten zufolge zu einem engen Freund: „Ich muss es so öffentlich wie möglich machen. Die Menschen müssen ein besseres Verständnis dafür haben, wie es wirklich ist." Aus ihren Worten geht klar hervor, dass sie nicht auf Vergeltung oder Aufmerksamkeit aus ist, sondern vielmehr auf Ehrlichkeit in Bezug auf eine Organisation, die häufig von Geheimnissen und Glamour umhüllt ist. Die psychologischen Anforderungen des Jobs waren die einzigen, die die physischen Anforderungen ausglichen. Um die Vertraulichkeit zu wahren, musste sie die Last der königlichen Geheimnisse tragen, ohne eine Erleichterung zu erhalten. Diese Umstände verlangten von ihr eine ständige Wachsamkeit darüber, was sie sagte und zu wem sie es sagte. Sie musste den Bedürfnissen der königlichen Familie Vorrang vor ihren eigenen Bedürfnissen einräumen. Der Akt des Ausgleichs ist unsichtbar. Der königliche Haushalt funktioniert wie eine fein abgestimmte Maschine. Er ist beständig,
präzise und wird von unzähligen unsichtbaren Bemühungen angetrieben. Viele Menschen sind sich der Tatsache nicht bewusst, dass Angestellte wie Sadie nicht nur für die Verwaltung des Haushalts zuständig sind, sondern auch für die Verwaltung von Gefühlen, Eindrücken und der empfindlichen Grenzen zwischen persönlicher Loyalität und Selbsterhaltung. Nach ihrem Ausscheiden soll Sadie einem Kollegen erzählt haben, dass die Herzogin manchmal bedauerte, dass sie noch eine weitere Aufgabe zu meiner Liste hinzugefügt hatte. Sie wusste, dass es zu viel war, aber ihr Job verlangte von ihnen, es trotzdem zu erledigen. Dieser einzigartige Blick auf die Beziehung wirft ein Licht auf einen wichtigen Aspekt. Die Tatsache, dass man sich dessen bewusst ist, führt nicht unbedingt zu einer Veränderung. Mitarbeiter wie Sadie haben hinter den Kulissen für jeden öffentlichen Auftritt der Cambridges doppelt so viel Aufwand betrieben. Die Vorbereitungen für ein einfaches Gartenfest dauerten mehrere Tage. Bei einer Wohltätigkeitsveranstaltung musste der gesamte Zeitplan umgestellt werden. Der Haushalt wurde durch kurzfristige Reisen oder offizielle Anlässe in einen Wirbelwind der Reorganisation verwandelt. Und von den Mitarbeitern wurde erwartet, dass sie alle Aufgaben in tadelloser Weise erledigten. Nicht die körperliche Belastung war das Schwierigste, sondern die emotionale Arbeit, die erforderlich war. Das Personal war nicht nur für die Logistik, sondern auch für die Emotionen und Sorgen der königlichen Familie verantwortlich. Der Druck der älteren Royals auf Prinz William führte zu Spannungen in der gesamten königlichen Familie. In der Zeit, in der Herzogin Catherine um das Recht der Kinder auf Privatsphäre besorgt war, wurden diese Sorgen zu Prioritäten, was dazu führte, dass die täglichen Abläufe des Personals umorganisiert wurden. Marion Crawford, eine ehemalige Angestellte des Königshauses, schrieb einmal, dass das, was Sadie auszeichnete, ihr sechster Sinn war, die Fähigkeit, Bedürfnisse vorauszusehen, bevor sie geäußert werden. Das ist auch der Grund, warum die Stelle nicht gehalten werden konnte. Es gab einen besonders erhellenden Vorfall, der sich bei den Vorbereitungen für ein Staatsdinner ereignete. Die Bitte um eine Änderung der Sitzordnung in letzter Minute wurde von Prinz William nur wenige Stunden vor der Ankunft der Gäste vorgebracht. Obwohl die Bitte an sich vernünftig war, löste sie eine Kette von Reaktionen aus, die sich auf alles auswirkten. Von den Einstellungen des Veranstaltungsortes bis hin zu den Sicherheitsprotokollen. Alle Mitarbeiter, einschließlich Sadie, waren in der Lage, das Problem zu lösen, ohne sich zu beschweren. Rücktritt des königlichen Personals und Auswirkungen auf die königliche Familie. Du bist immer kalkuliert, sagte ein anderer ehemaliger Mitarbeiter des Palastes, der mit Sadie zusammengearbeitet hatte. Wäre es möglich, dass ich meine Schwester an diesem Wochenende besuche? Würde das ihren Zeitplan in irgendeiner Weise durchkreuzen? Würde es als illoyal erscheinen, wenn ich jetzt um eine Auszeit bitte, wo sie meine Hilfe wirklich brauchen? Die ständige Durchführung dieser mentalen Berechnungen führt zu einer unsichtbaren Belastung, die belastender ist als jede körperliche Herausforderung. Was Sadies Geschichte so herzzerreißend macht, ist die Tatsache, dass Prinz William und Herzogin Catherine nach allem, was man hört, freundliche Arbeitgeber waren, die ihre Angestellten nie absichtlich überlastet haben. Es handelte sich nicht um böswillige Absichten, sondern um ein System, das auf absolute Verfügbarkeit ausgerichtet war. In diesem System werden die menschlichen Bedürfnisse als zweitrangig gegenüber den Anforderungen der königlichen Familie betrachtet. Als Sadie im Alter von 35 Jahren schließlich ihre Entscheidung traf, wandte sie sich nicht nur an ihre eigene Situation, sondern auch an die ganze Welt. Damit lenkte sie die Aufmerksamkeit auf eine grundlegende Frage, auf die die königlichen Haushalte bisher noch keine vollständige Antwort gegeben haben. Wie ist es möglich, jahrhundertealte Traditionen des Dienens an zeitgenössische Vorstellungen von Work-Life-Balance anzupassen, ohne die Funktion der Monarchie selbst zu gefährden? Die Antwort des Königshauses auf diese Frage war unmissverständlich. Als die Nachricht von Sadies Rücktritt bekannt wurde, schwieg der Kensington-Palast, wie es für den Palast üblich ist, zu Personalangelegenheiten. Als ein Sprecher von der Presse angesprochen wurde, erklärte er, dass er sich nicht zu den privaten Mitarbeitern des Herzogs und der Herzogin von Cambridge äußern könne. Mit einer solchen Standardantwort verrät die königliche Familie viel darüber, dass sie solche Angelegenheiten eher als Privatangelegenheiten denn als Angelegenheiten von öffentlichem Interesse betrachtet. Hinter den Kulissen ist die Antwort jedoch wahrscheinlich ganz anders ausgefallen, als erwartet wurde. Das Ausscheiden eines vertrauten Mitarbeiters ist nicht nur ein personelles Problem,
Es ist eine Störung der akribisch organisierten offiziellen Residenz der königlichen Familie. Für die Neubesetzung ist eine Validierung erforderlich. Wir haben Sicherheitsfreigaben erhalten. Unsere Ausbildung ist verfügbar. Neue Mitarbeiter müssen sich mit den genauen Abläufen und Vorlieben der Familie, die sie betreuen, vertraut machen. Ein solches Verständnis ist die Art von Wissen, für das man Monate braucht, um es zu lernen und Jahre, um es zu perfektionieren. Der Weggang von Sadie kam für Prinz William und Herzogin Catherine zu einem besonders ungünstigen Zeitpunkt, da sie gerade dabei waren, ihren bevorstehenden Umzug in den Kensington Palace vorzubereiten. Die Anwesenheit eines Haushaltspersonals, das mit den Routinen und Vorlieben der Familie vertraut ist in Zeiten des Übergangs von großem Vorteil. Der Verlust von Sadie bedeutete nicht nur, dass sie ihre Fähigkeiten verlor, sondern auch ihr institutionelles Wissen und ihr Verständnis dafür, wie die Mitglieder des Cambridge-Haushalts arbeiten. Der Vorfall war nicht das erste Mal, dass das Paar im Jahr 2023 sein Personal austauschte. Rebecca Deakin, die in den vergangenen 5 Jahren die Privatsekretärin von Herzogin Catherine war, hatte nur wenige Monate zuvor ihren Posten aufgegeben. Die unausgesprochene Machtdynamik in prominenten Haushalten. Die unmittelbare Abfolge von 2 bedeutenden Abgängen deutet auf ein schwelendes Problem im Bereich der königlichen Beschäftigung hin. Während sich die Rolle der Familie Cambridge weiterentwickelt, ist vielleicht eine Neubewertung der Work-Life-Balance oder eine Änderung der Erwartungen notwendig. Obwohl der Palast keine öffentlichen Erklärungen abgab, waren die Auswirkungen des Verlustes offensichtlich. Die vertrauenswürdigen Mitarbeiter, die das Rückgrat der königlichen Operationen bilden, sind die unsichtbaren Hände, die es den Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens ermöglichen, ihre Aufgaben ohne Probleme zu erfüllen. Die Abwesenheit dieser Personen ist oft die einzige Zeit, in der ihr Wert am deutlichsten wird, was ein Geschäftsgeheimnis ist. Die Erzählung von Sadie beschränkt sich nicht auf die Erfahrungen einer einzelnen Haushälterin, die mit einem einzelnen Königspaar zusammenlebt. Dies ist eine seltene Gelegenheit, einen Einblick in die tiefere und häufig unausgesprochene Realität des Dienstes an der Elite zu erhalten. Es ist die ungleiche Machtdynamik in hochrangigen Haushalten, wo Loyalität erwartet wird und die Grenzen verschwimmen, die hervorgehoben werden kann. Der ehemalige königliche Butler Grant Harrell, der im Laufe seiner Karriere für mehrere Mitglieder der königlichen Familie gearbeitet hat, vertrat in einem Interview einen anderen Standpunkt. Sie sind großartig und lustig, aber das Protokoll verlangt, dass sie formell und zurückhaltend sind. Er teilte diese Informationen mit. Wenn sie nicht im Dienst sind sie sehr freundlich. Die Erzählung wird durch diesen Kontrast noch komplizierter. Es wird der Eindruck erweckt, dass Prinz William und Herzogin Catherine auf persönlicher Ebene sehr wohl freundliche Arbeitgeber sein können, obwohl das System, in dem sie arbeiten, Anforderungen stellt, die für die Arbeitnehmer fast unmöglich zu erfüllen sind. Die Erfahrungen, die Harold und Sadie gemacht haben, sind sehr unterschiedlich, was eine wichtige Wahrheit offenbart. Die Erfahrung, für ein Königshaus zu arbeiten, ist nicht für jeden die gleiche. Die verschiedenen Positionen sind mit unterschiedlichen Aufgaben verbunden. Die Teilnahme an feierlichen Veranstaltungen, die Verwaltung anderer Mitarbeiter und der direkte Kontakt mit der königlichen Familie sind mögliche Aufgaben eines Butlers. Eine Haushälterin wie Sadie ist für die Arbeit hinter den Kulissen zuständig, die das königliche Leben erst möglich macht. Diese Arbeit wird in der Regel mit weniger Anerkennung und mehr körperlichen Anforderungen ausgeführt. Außerdem wirft sie ein Licht auf die Entwicklung der königlichen Erwartungen im Laufe der Geschichte. Da jüngere Royals wie William und Catherine versuchen, traditionelle Pflichten mit moderner Elternschaft und einer aktiveren Rolle in sozialen Belangen in Einklang zu bringen, ist es wahrscheinlich, dass die Anforderungen an ihre Mitarbeiter gestiegen sind. Sie sind nicht nur für den Unterhalt eines königlichen Haushalts verantwortlich, sondern auch für die Erziehung von kleinen Kindern, die Verwaltung von Wohltätigkeitsstiftungen und die Repräsentation der Monarchie gegenüber einer neuen Generation. Sadies Geschichte zeigt nicht, dass Prinz William ein schlechter Arbeitgeber ist, sondern vielmehr, dass die Institution des königlichen Dienstes selbst den modernen Erwartungen an die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben grundlegend widerspricht. Sadies Geschichte enthüllt dieses Geheimnis. Kein noch so großes Maß an persönlicher Freundlichkeit kann ein System kompensieren, das den Bedürfnissen einer Familie Vorrang vor denen aller anderen Familien einräumt, was weitreichende Folgen hat. Die Entscheidung von Sadie Rice,
Im Alter von 35 Jahren ihre Position als Royal zu verlassen, war mehr als nur ein Wechsel des Arbeitsplatzes. Mit ihrem Handeln stellte sie ein System in Frage, das seit Jahrhunderten bestand und von der unerschütterlichen Treue und Selbstlosigkeit der königlichen Bediensteten abhängig war. Ihr Entschluss, sich zum ersten Mal zu äußern, schockierte die königlichen Haushalte im gesamten Vereinigten Königreich. Die Nachricht von ihrem Weggang veranlasste andere Mitglieder des königlichen Personals, sich nach ihren Positionen zu erkundigen, wie Quellen aus dem Palast verrieten, die von vergleichbaren Anfragen berichteten. Waren die persönlichen Auswirkungen des Prestiges und der Nähe zur Geschichte das Opfer wert? War es möglich, Grenzen zu setzen, die sowohl die Erbringung hervorragender Dienstleistungen als auch die Befriedigung persönlicher Bedürfnisse ermöglichten? War es möglich, dem Königtum zu dienen, ohne dabei sein eigenes Leben aufzugeben? Keine dieser Fragen war rein theoretischer Natur. Es gab einen Generationswechsel in der Einstellung zu Arbeit und Leben, und sie spiegelten diesen Wechsel wider. Als die jüngeren Mitglieder des königlichen Dienstes ins Berufsleben eintraten, brachten sie moderne Erwartungen in Bezug auf Arbeitsrechte, die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben und persönliche Grenzen mit. Sie fanden Traditionen bewundernswert, stellten aber Praktiken in Frage, die eher auf Hierarchie als auf Notwendigkeit beruhten. Für die königliche Familie bedeutete dieser Wandel eine Herausforderung. Das Engagement ihrer Mitarbeiter, die bereit sind, über die typischen Erwartungen an ihre Arbeit hinauszugehen, ist für ihr tägliches Leben unerlässlich. Andererseits ist es notwendig, die sich wandelnden Einstellungen der Arbeitskräfte zu berücksichtigen, um qualifiziertes Personal zu gewinnen und zu halten. Die Beibehaltung der Standards und Traditionen, die den königlichen Dienst ausmachen, und die gleichzeitige Anpassung an moderne Beschäftigungspraktiken ist ein heikles Gleichgewicht, das es zu wahren gilt. Als jüngere Royals, die bereits eigene Kinder haben, waren Prinz William und Herzogin Catherine wohl besser in der Lage, dieses Spannungsverhältnis zu begreifen als die meisten anderen Royals. Sie sind eine Brücke zwischen den traditionellen Werten der königlichen Familie und dem modernen Empfinden des Volkes. Dennoch erweckt Sadies Rücktritt den Eindruck, dass es selbst für sie schwierig war, Arbeitsbedingungen zu schaffen, die die Bedürfnisse des Personals respektieren und gleichzeitig ihren Ansprüchen gerecht werden. Auch wenn die Medienberichterstattung über Sadies Rücktritt nur kurz war, bot sie doch eine einzigartige Gelegenheit, einen Einblick in die notorisch private Welt der königlichen Angestellten zu gewinnen. Die Öffentlichkeit wurde daran erinnert, dass hinter dem Prunk und den Umständen des königlichen Lebens ganz normale Menschen stehen, die eine außergewöhnliche Arbeit leisten, die häufig mit erheblichen persönlichen Kosten verbunden ist. Das Leben nach dem Dienen. Im Alter von 35 Jahren befand sich Sadie Rice an einem kritischen Punkt, wie ihn nur wenige Menschen erleben. Sie verließ die Welt der Paläste und Prinzen und kehrte zu einem normalen Leben zurück. Was passiert, wenn man beschließt, seine Position als Mitglied einer der berühmtesten Familien der Welt aufzugeben? Der Übergang stellte Sadie vor einige Herausforderungen, aber auch vor unerwartete Möglichkeiten der Freiheit. Nach Jahren starrer Zeitpläne, die von den Bedürfnissen der königlichen Familie diktiert wurden, war sie plötzlich mit Tagen konfrontiert, die sie selbst gestalten konnte. Sie konnte freier über ihr tägliches Leben sprechen, nachdem sie das Ziel erreicht hatte, jeden Aspekt ihrer Arbeit streng vertraulich zu behandeln. Sadies Übergang von der königlichen Familie zum Privatleben. Dadurch, dass sie die Bedürfnisse der Familie Cambridge über ihre eigenen stellte, konnte sie sich endlich selbst in den Vordergrund stellen. Ersten Berichten zufolge konnte sich Sadie nach ihrem Ausscheiden aus dem Amt eine Auszeit nehmen, um die Beziehungen zu ihrer Familie und ihren Freunden wiederherzustellen, die während ihrer Arbeit für die königliche Familie vernachlässigt worden waren. Obwohl ihr aufgrund der Erfahrungen und Referenzen, die sie bei ihrer Arbeit in einem so prestigeträchtigen Haushalt gesammelt hatte, viele Beschäftigungsmöglichkeiten offen standen, beschloss sie, sich Zeit zu nehmen, um zu entscheiden, was sie als nächstes tun wollte. Sadies Entscheidung, ihr Schweigen über die allgemeinen Arbeitsbedingungen zu brechen, war eine wichtige Botschaft, auch wenn sie die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen ergriff, um über bestimmte Details des Haushalts in Cambridge angemessen diskret zu bleiben. Sie machte auf die unhaltbaren Erwartungen aufmerksam, die an das königliche Personal gestellt werden, indem sie mit Freunden und vertrauenswürdigen Quellen kommunizierte. Sie tat dies, ohne die Privatsphäre der königlichen Familie zu verletzen. Eine Quelle, die dem ehemaligen Dienstmädchen nahesteht, gab bekannt,
dass Sadies Entscheidung, zu kündigen, nie durch eine Abneigung gegen den Herzog und die Herzogin von Cambridge motiviert war. In dieser Situation ging es darum, das Recht auf ein Leben außerhalb der Arbeit zurückzufordern. Eine solche Unterscheidung ist wichtig. Ihre Geschichte ist keine Geschichte der Rache oder des Skandals, sondern die Geschichte einer Person, die eine schwierige Entscheidung getroffen hat, um ihr eigenes Wohlbefinden in den Vordergrund zu stellen. Sadies Stelle wurde schließlich durch den königlichen Haushalt besetzt, wie es bei Institutionen üblich ist, wenn Personen ihre Position verlassen. Die Arbeitsabläufe in Anmar Hall und im Kensington Palace wurden angepasst, und die neuen Mitarbeiter wurden in den königlichen Dienst eingewiesen. Das Leben ging an beiden Standorten weiter. Es gab jedoch eine Veränderung, eine scheinbar unbedeutende, aber dennoch bedeutsame Verschiebung des Verständnisses für die menschlichen Kosten der Aufrechterhaltung des königlichen Lebens. Nach dem Tod einer hochgeschätzten Mitarbeiterin wie Sadie hatten Prinz William und Herzogin Catherine die Gelegenheit, in sich zu gehen, obwohl Quellen des Palastes nie bestätigten, dass sich die Personalpolitik nach Sadies Tod geändert hatte. Gab es in den folgenden Jahren weniger Berichte über eine hohe Fluktuation beim Personal des Cambridge-Hauses. Diese Entwicklungen könnten ein Hinweis darauf sein, dass Lektionen gelernt und Anpassungen vorgenommen wurden. Die Geschichte von Sadie erinnert daran, dass auch in den luxuriösesten Gefängnissen jeder Mensch ein Recht auf ein unabhängiges Leben hat. Sie entschied sich im Alter von 35 Jahren nicht aus Untreue gegenüber der königlichen Familie, der sie diente, sondern aus Loyalität gegenüber ihrem eigenen Wohlergehen und ihrer Zukunft. Damit hat sie uns vor Augen geführt, dass es manchmal das Mutigste ist, sich von etwas zu trennen, das äußerlich perfekt zu sein scheint, uns aber innerlich nicht weiterbringt. Handelt es sich also nur um einen verärgerten ehemaligen Mitarbeiter oder um einen seltenen Blick hinter den königlichen Vorhang? Und wenn diese Behauptungen wahr sind, was sagt das über die Zukunft von Prinz William als König aus? Hinterlassen Sie uns Ihre Meinung. Wir würden uns freuen, Ihre Meinung dazu zu hören. Wenn diese Geschichte Sie überrascht hat oder Ihnen einen anderen Blick auf das königliche Leben vermittelt hat, tippen Sie auf Gefällt mir, abonnieren Sie den Artikel und aktivieren Sie die Benachrichtigungsfunktion, denn wir haben noch mehr Geschichten in petto, die Ihre Sicht auf die Monarchie verändern könnten.